Oh hey! Random. Was zum Fick ist schon wieder, Klein Timmy? Du hast mir gesagt, ich soll dich erinnern, wenn du wieder ein Ranking-Video machen solltest. Und es ist schon 4 Monate her, seit dem letzten Ranking. Guter Punkt, Klein Timmy. Guter Punkt. Anyway, reden wir doch heute mal über Warner Bros. Warner Bros. Ist einer der größten im Animationsbusiness. Sei es nur für Looney Tunes, Cartoon Network, Adult Swim, Hanna-Barbera und so weiter und so weiter. Und wenn man sich etwa mal auf Wikipedia für die Liste von Animationsfilmen von Warner Bros. Anschaut, sei es nun The Stripsen, Direct-to-DVD-Filme und so weiter und so weiter, da könnte man sich denken, die haben ja sogar mehr Animationsfilme als Disney. Und per se wird das vermutlich dumm, aber wenn man sich etwa deren Filmkatalog sich genau anschaut, dann sehen wir, dass die eigentlich etwa relativ wenige haben. Um genau zu sein, 18. Und klar, man könnte mal jetzt einen Punkt machen, aber das mit dem Powerpuff Girls Movie, den Happy Feet Filmen und so weiter und so weiter, nun, das ist etwa ein kompliziertes Rabbit Hole und ich möchte da auch nicht etwa länger zu eingehen. Wir schauen uns einfach mal nur etwa mehr oder weniger die 2 großen Äras von Warner Bros. Theatrical Animationsfilm an und ranken sie mal. Manche sind wirklich gut, manche dagegen sind wirklich vergessenswert. Also starten wir nicht etwas zu lang hin und starten wir mit diesem Ranking mit Platz Nummer 18. Strokes. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Aber wie gesagt, das ist der erste richtige Animationsfilm von den neu gegründeten Warner Bros. Animation Studios, nachdem The Lego Movie ein riesiger Erfolg war. Und meine Güte, der Film ist seltsam. Der Film nimmt etwa die Prämisse, dass etwa Aliens von Störsen gebracht worden ist. Und bei sie ist das keine schlechte Prämisse für einen Animationsfilm, aber meine Güte, ist er ein bisschen seltsam. Er ist nicht wirklich kreativ, er ist nicht wirklich etwas schlecht, er ist nicht wirklich etwa interessant. Und so kann man diesen Film wirklich am besten beschreiben. Die Animationen sind ganz okay und ein okayer Style und ich bin wirklich glücklich, dass mehr oder weniger Warner Bros. Diesen Style dann beendet hat, weil das war ein sehr typischer Animationsstyle für die Zeit. Die Story per se ist solide, der Sog hat etwa ein paar unterhaltsame Momente, aber meine Güte, über den Film kann man nicht wirklich sehr viel sagen. Der Film bringt eher mehr Plotholes in seiner Story auf und die Prämisse wird auch nicht wirklich super genutzt. Und so wirklich, ich finde einfach diesen Film super langweilig. Er hat weder irgendwas Interessantes an sich, noch Dinge, die man wirklich etwa kritisieren kann. Es ist halt die Definition von ganz okay. Sicherlich kann man etwa Potenzial in diesem Film sehen, aber für mich gesehen, ich sehe da nicht wirklich viel Potenzial. Und so wirklich viel gemacht worden ist in diesem Film ja nicht. Oder könnt ihr euch noch an diesen Film erinnern? Ich glaube eher weniger. Und gefühlt hört man sowieso fast kaum jemanden über diesen Film sprechen. Und das zeigt eigentlich schon, was für eine Cultural Appearance dieser Film mehr oder weniger hatte. Und zwar gar keine. Ich möchte jetzt nicht etwa böse oder sauer klingen, aber ich bin irgendwie wirklich einfach nur enttäuscht. Das ist der zweite Warner Bros. Animation Film. Und auch so ein Film wie The Lego Movie ist es natürlich schwer, etwa die Füße da zu stampen und zu sagen, ja, wir können noch mehr. Selbst Pixar hat das etwa nicht wirklich geschafft, denn ihr zweiter großer Film war Das große Krabbeln. Aber selbst beim großen Krabbeln muss ich zugeben, ich konnte mich etwa wenigstens an ein paar Dinge erinnern. Die Animationen hatten irgendwie ihren Charme. Hier wirklich nichts. Wirklich leider nichts. Eine Enttäuschung, die irgendwie einfach nur zu langweilig ist, zu besprechen. Smallfoot ist definitiv ein Original IP-Film von den neuen Warner Bros. Animation und das fühlt mal leider. Der Film hat per se paar Dinge, die auf jeden Fall stärker sind als Strokes, aber auch paar Dinge, die definitiv besser sind. Die Prämisse, auch wie bei Strokes, ist per se keine schlechte, aber definitiv eine, die nur ganz schwer etwa einen Film tragen könnte. Zumindest finde ich das. Die Prämisse als solches funktioniert aber auf jeden Fall deutlich besser und wird deutlich besser genutzt. Dennoch lässt das diesen Film nicht irgendwie besser aussehen, denn dieser Film ist einfach nur solide. Weder schlecht, weder gut, weder langweilig, einfach nur solide. Es ist halt der typische Animationsfilm, wie man den erwarten würde. Positive Punkte sind aber auf jeden Fall der Artstyle, der definitiv cartooniger ist und deutlich besser in den Warner Bros. Brand passt. Und schade, dass man mal mehr oder weniger diesen Artstyle abandoned hat nach dem Misserfolg von Smallfoot. Aber dennoch, es ist ein wirklich charmanter Artstyle und wirklich charmante Animation mit diesem Artstyle. Also Daumen hoch. Und an sich die Welt von Smallfoot wurde definitiv besser etwa aufgezeigt. Denn anders als bei Strokes hat man wenigstens etwa ein grobes Verständnis für diese Welt, was diesem Film definitiv deutlich besser hilft. Aber genauso wie bei Stroke habe ich auch nicht so viele Worte zu diesem Film zu sagen. Ich bin zwar
bald würde ich etwa diesen Film und den anderen Film etwa abrattern. Aber ich bin ehrlich, wenn ich nicht wirklich viele Worte zu einem Film zu sagen habe, dann müsste ich auch das nicht in der Länge ziehen. Ihr könnt natürlich mal Foot etwa eine Chance geben, aber es ist definitiv kein Must-Watch, aber ein netter Watch für nebenbei. Tom und Jerry. Nicht nur kam dieser Film etwa in einer ungünstigen Zeit heraus, nicht nur ist es wieder mal ein Hybrid-Animationsfilm mit klassischen Warner Brothers bzw. Hanna-Barbera Charakteren, aber er unterhält auch wirklich nicht so gut. Tom und Jerry sind charmant. Jeder kennt sie, jeder mag sie irgendwie. Ich bin jetzt kein allzu großer Fan von den alten Cartoons oder anderen Sachen der Pi, aber meine Güte, Warner Brothers hat wirklich nicht so eine Ahnung, wie man etwa Tom und Jerry in die Moderne bringt. Obwohl, die hatten etwa diesen Tom und Jerry Film, der auch ziemlich grottig ist und etwa die grottige Entscheidung hatte, etwa Tom und Jerry etwa eine Stimme zu geben. Okay, nevermind. Warner Brothers wusste definitiv nie so richtig, was sie mit dieser IP machen sollen. Und auch hier merkt man das wirklich sehr, denn man versucht mal irgendwie den klassischen Charme der alten Cartoons hier reinzubringen, aber in Live-Action bzw. selbst als Hybrid funktioniert das definitiv nicht. Warum macht ihr dann nicht einfach einen ganz Animationsfilm? Das verstehe ich wirklich nicht. Ach so, ihr wollt etwa ein paar recognizable Actors haben, wie zum Beispiel Chloe Grace Moretz. Das macht, I guess, irgendwie Sinn. Aber die machen auch nichts. Die Live-Action-Charaktere machen gefühlt fast gar nichts und sind vielleicht ab und zu mal nett oder nett sich anzusehen. Selbst der Fokus ist irgendwie sehr unfokussiert. Der Film macht wirklich nicht Spaß, hat weder gute Slapstick, noch sind die Animationen oder wie man diesen Hybrid gemacht hat, wirklich gut. Und ich kann respektieren, dass man etwa versucht hat, etwa den Source Material, also den originalen Cartoons etwa treu zu bleiben, aber dennoch irgendwas Neues reinzubringen. Es hat aber definitiv nicht funktioniert. Und ich empfehle weder etwa Fans, noch Leuten, die etwa Tom und Jerry nicht so mögen, etwa diesen Film zu schauen. Er ist vielleicht okay für einen Watch, aber definitiv nicht wirklich lohnenswert. Und einfach nur, weder wirklich schlecht, weder wirklich grauenhaft, weder wirklich gut, einfach nur, Auch Warner Brothers hat mehr oder weniger ihre snarkige Antwort auf die Disney-Flicks der 90er gehabt. So wie DreamWorks etwa Shrek hatte Warner Brothers zu der Zeit Crest of Camelot. Und meine Güte, boy oh boy oh boy, wo soll ich etwa bei diesem Film anfangen? Die Animationen sind per se nicht schlecht, aber oft haben die etwa ein paar Fehler, die ein bisschen lächerlich sind, als die etwa im Final Cut zu sehen sind. Und man merkt mal, dass den Animatoren leider nicht so viel, beziehungsweise nicht genügend Zeit gegeben worden ist, damit sie etwa diese Animationen verfeinern können. Designs als solches erinnern stark etwa an die Flicks von Fox Animation zu der Zeit, die Titan AI oder Anastasia gemacht haben, aber die Designs sind jetzt auch nicht etwa glanzhaft. Und an sich gibt es paar nette Ideen, paar nette Konzepte, aber meine Fresse versucht dieser Film wirklich etwa dieses snarkige, wir sind nicht so wie Disney, aber wir sind auch irgendwie so wie Disney, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie doch. Und das nervt einfach nur. Entscheidet euch, wollt ihr so sein wie etwa ein Disney-Film oder wollt ihr das eher mehr parodieren wie Shrek? Beides geht wirklich nicht. Und das zeigt dieser Film einfach nur pur und pur. Die Idee als solches ist per se ganz nett und ein paar der Side-Characters sind ganz nett dargestellt worden, aber das war's auch schon. Und so viele nette Worte habe ich auch nicht zu sagen zu diesem Film. Weder die Songs sind wirklich, weder die Animationen sind wirklich gut, das Composing ist wirklich mehr oder weniger lachhaft und die Story als solches, auch wenn sie Potenzial gehabt hätte, wurde etwa einfach nicht gut etwa umgesetzt worden. Und das Writing der Charaktere wirkt in vielen Stellen sehr out of character. Und das Problem ist, ich weiß noch nicht mal, was der Charakter von vielen dieser Charaktere ist. Der Film präsentiert diese Charaktere einfach nicht wirklich gut und sie fallen einfach sehr flat in diesem Film, was einfach nur enttäuschend ist. Ein netter Versuch vielleicht auf den ersten Blick, aber ich kann schon verstehen, warum sie etwa in den Trailers nicht etwa vermarkten wollen, was die Kritiker dazu gesagt haben. Denn die Kritiker haben diesen Film gehasst. Wirklich einfach nur gehasst zu der Zeit, wo es etwa sein Kino-Release kriegen sollte. Und ich kann es irgendwie verstehen. Per se hasse ich den Film persönlich nicht. Aber meine Güte hat dieser Film als solches wirklich viele Probleme. Sei es nun etwa äußerliche Probleme, als auch innerliche Probleme mit dem Writing, dem Voice Acting und so weiter und so weiter. Irgendwie einfach nur enttäuschend. DC's League of Super Pets. Es ist ein Film vom Studio Warner Brothers Animation und ist etwa ein Film, der etwa die DC-Marke nutzt, um etwa eine sehr kreative, sehr philosophische, aber auch sehr interessante Story zu erzählen. Super Animals. Einer davon hat irgendwie keine Superkräfte, aber irgendwie doch. Und natürlich ist es der Hund von Batman später. Und wer spricht etwa hier Batman in diesem Film? Natürlich der Fanliebling Keanu Reeves aus den berühmten Bill and Ted Filmen. Wo denn auch sonst kennt man etwa dieses Gesicht von Keanu. Und natürlich hat er etwa auch eine Rolle in Bram Stokers Dracula. Ein Film, wo er etwa definitiv acting-wise einfach nur gezeigt hat, was er etwa drauf hatte. Yes, of course, sir. If I may inquire,
What in fact happened to Mr. Renfield in Transylvania? Aber nun gut, dieser Film in Goethes Worten zu beschreiben, ist wirklich wundervoll. Nicht nur ist dieser Film mehr oder weniger ein Rip-Off von The Secret Life of Pets, was mehr oder weniger einfach versucht hat, etwa den Trend von Toy Story zu kopieren, auf eine okayen Art und Weise. DC's League of Super Pets ist nicht der schlechteste Warner Bros. Animation Film, definitiv nicht. Aber dennoch ist dieser Film so langweilig, so unphilosophisch und so ungoethehaft. Und wie Goethe schon mal gesagt hatte, ich zitiere, was nicht etwa goethehaft ist, kann etwa in den Müll landen. Das heißt etwa, wenn ihr nicht goethehaft seid, landet bitte im Müll. Und das meine ich natürlich super ernst, da diese Kritik zu einem Film namens DC League of Super Pets oder so ähnlich immer hundertprozentig ernstig ist. Nicht nur erschien Scoop zu einer ungünstigen Zeit und nicht nur war es eigentlich eher mehr gedacht als Kickstarter für das große Hanna-Barbera Cinematic Universe, weil jeder wollte irgendwas mit einem Cinematic Universe machen und Warner Bros. Wollte ganz in etwa was Neues finden im Animationsbereich von ihnen, was man als mehr oder weniger Cinematic Universe machen kann, da immerhin die Lego-Filme mehr oder weniger gefloppt sind. Und Scoop war der erste große für Hanna-Barbera. Er brachte uns ein paar neue Charaktere rein, die in der Scooby-Doo-Lore mehr oder weniger eigentlich nicht dahin gehören, aber in der Hanna-Barbera-Lore eine wichtige Rolle haben. Und es war irgendwie auch ein Superheldenfilm, obwohl naja, Scoop hat das große Problem. Er müsste ein Cinematic Universe aufbauen. Er müsste etwa uns zeigen, oh guck mal, dieser Superheld, der wird bestimmt wichtig für ein Spin-off. Oder oh guck mal, Caveman von Hanna-Barberas Caveman Show, der eigentlich ein Rip-Off von Scooby-Doo war oder sowas. Das und das und das. Und irgendwie will dieser Film nicht was Rundes sein. Hey, wir haben etwa einen Schurken aus Wacky Racer. Warum haben wir etwa einen Schurken aus Wacky Racer und keinen Scooby-Doo-Schurken? Oder etwa einen neuen Schurken, der etwa in die Scooby-Doo-Marke reinpasst? Keine Ahnung. Scooby-Doo meiner Meinung nach ist für mich etwa eine Show bzw. Filme, die etwa immer gut funktionieren, wenn man sich auf das Mysterium mehr fokussiert. Zombie Island, fantastisch. Die Live-Action-Filme werden auch ein bisschen trashy, versuchen sie irgendwie diesen Aspekt von Scooby-Doo immer noch treu zu bleiben. Und Scoop tut das wirklich nicht. An sich sind die Animationen ganz nett, aber ich bin kein großer Fan von den Redesigns mehr oder weniger. Während Velma, Fred und Daphne definitiv realistischer aussehen, haben Scooby und Sergei einen sehr cartoony Look. Und das clasht einfach zu sehr. Und es soll etwa die Mystery Gang sein in diesem Universum. Natürlich, wie wir alle wissen, es kam nicht so ein Scooby 2 oder etwa anderen Hanna-Barbera Cinematic Universe Filmen, aber es ist auch eine Geschichte für ein anderes Mal. Denn dieser Film ist mehr oder weniger gefloppt. Und meiner Meinung nach ist er gefloppt, nicht nur wegen den ungünstigen Zeitpunkt, sondern auch einfach, dass er nicht etwa wusste, was er sein wollte. Er wollte kein Scooby-Doo-Film sein. Er wollte irgendwie ein Superheldenfilm sein und er war noch nicht mal etwa interessant als Superheldenfilm. Dieser Film ist ein wenig ein Mess. Paar nette Ideen, paar nette Umsetzungen und der Schurke an sich macht etwa wirklich Spaß. Aber der passt wirklich nicht etwa in einen Scooby-Doo-Film. Warum macht ihr dann nicht einfach einen Rocky Racer-Film? Ach ja, man muss mal etwa eine große Marke nehmen, damit man irgendwie etwa das Cinematic Universe richtig kick-offen kann. Und wenn wir mal etwa absehen, dass dieser Film kein Scooby-Doo-Film sein will, ist es auch kein wirklich guter, unterhaltsamer Film. Er weiß halt wirklich einfach nicht, was er sein will. Und wie gesagt, das hilft diesem Film definitiv nicht. Man will mal einfach einen normalen Scooby-Doo-Film haben, aber was man kriegt, ist irgendwie ein Hanna-Barbera-Mess, was definitiv einfach nicht funktioniert hat. Aber hey, irgendwie hat es Charme, auch wenn etwa die Idee mit Simon Cole ein wenig outdated ist. Aber hey, I guess dieser Film existiert. Space Jam: A New Legacy ist nicht nur ein dummer Titel, sondern auch ein wirklich nicht so guter Film. Ich kann ihn zwar auf der ironischsten Art und Weise enjoyen, aber meine Fresse ist dieser Film wirklich grottig. Es ist halt etwa dieser typische, oh guck mal da, das sind alle IPs, die wir etwa ownen, Type of Film. So ähnlich wie Ready Player One oder auch der zweite Teil von Ralph Reis. Nur ohne den Charme von Ready Player One, den Spielberg da reingebracht hat und auch ohne die Animation von ein Ralph Reis 2. Nun, die Animationen dieses Films sind nicht schlecht. Vor allem die 2D-Animation und wie man auch etwa manchmal versucht hat, die Artstyles zu ändern oder etwa die Artstyles getreu zu den IPs zu portrayen, die man hat. Sei es zum Beispiel das DC Animated Universe oder auch diese Wonder Woman Welt. Das ist wirklich gelungen und wirklich gut gemacht. Dass man LeBron James etwa genommen hat als mehr oder weniger neuen Michael B. Jordan, ist auch klar. Und der andere Cameo von Michael B. Jordan, also den Schauspieler, ist auch etwa sehr spaßig und sehr unterhaltsam. Aber meine Fresse ist Space Jam 2 einfach nur ein Cash Grab.
Nicht nur war dieser Film gefühlt hunderte Jahre in der Development Hell, nicht nur ist dieser Film etwa einfach nur Warner Brothers Art und Weise etwa zu zeigen, hey, das sind all unsere IPs und jetzt masturbieren wir darauf. Guck mal, Signing, guck mal, Matrix, guck mal, Looney Tunes. Ach ja, die Looney Tunes existieren ja in diesem Film und deren Fokus wird auch ganz schnell etwa gesiftet. Es geht viel zu sehr um LeBron James und klar, der originale Space Jam hat auch etwa einen Fokus auf Michael B. Jordan, aber zentral ist dann etwa die Tunes wirklich mehr im Fokus. Und klar, der erste Space Jam ist auch kein wirklich guter Film, wenn wir mal ehrlich sind. Er ist unterhaltsam und dazu kommen wir auch später noch. Aber ein guter Film, naja, nicht so wirklich. Aber Space Jam A New Legacy rotzt einfach nur auf den ersten Teil, wirklich. Und es ist auch kein guter Looney Tunes Film. LeBron James ist vielleicht okay, aber wir wissen alle, er ist kein richtig guter Actor, so auch wie Michael B. Jordan, auch wenn der eine bisschen bessere Performance abgegeben hat. Und auch dieser Plot mit seinem Sohn ist auch einfach nur contrivant, damit man etwa diese Heartfelt-Momente etwa reinbringt in diesen Film. Und seriously, brauchen wir sowas in einem Space Jam Film? Auch das Matt kommt viel zu spät. Und Don Cheadle, so sehr ich ihn auch mag als Schauspieler und so sehr er charmant ist in dieser Rolle, ich weiß auch nicht, ich bin kein großer Fan von der Idee. Es gibt paar nette Ideen, paar nette Referenzen und kreative Umsetzungen, aber allem allen ist Space Jam 2 A New Legacy einfach nur ein enttäuschendes Mess, was man auf der ironischen Art und Weise enjoyen kann, aber auf der unironischen Art und Weise, nee, weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Der Lego und Ninjago Movie, der dritte Film der Kino-Lego-Filme und dieses Mal basierte nicht etwa auf eine andere IP oder auf eine originale, mehr oder weniger IP mit der Lego Movie und so weiter. Nein, dieses Mal basierte auf einer Serie von Lego, die es schon seit 2010 liegt. Und zwar Lego Ninjago, wo ich auch ein paar Scenes gesehen habe und etwas was im Hintergrund etwa da mache für eine Review. Von daher, ich kann so ein paar Sachen sagen, die etwa anders sind als im Source Material. Wie man merkt, dieser Film versucht auf jeden Fall manche Dinge etwa zu nehmen, manche Dinge neu zu erfinden und manchmal klappt das, manchmal nicht. Ich bin jetzt kein großer Ninjago-Fan wie manch andere im Netz, aber meiner Meinung nach funktioniert dieser Film wirklich nicht. Zuerst mal, die Animationen sind wirklich gut, die Redesigns machen wirklich Sinn, die passen definitiv in diesen Style, aber es ist irgendwie komisch, dass man etwa die Redesigns dann irgendwie plötzlich in die Show genommen hat. Ich habe jetzt nicht diese Seasons gesehen, ich habe nur davon wenig gesehen eigentlich, weil holy shit, da gibt es viele Seasons, 16 Stücke oder sowas, aber ja, es ist ein komischer Fakt. Die Designs funktionieren in diesem Kontext des Filmes zwar gut und Zeki-san als Sensei Wu ist eine wirklich gute Castingwahl, wenn auch obvious, immerhin hat er auch etwas Splinter gesprochen im neuen TMT-Film, also quasi der Sensei-Express und so weiter, aber meiner Meinung nach hat dieser Film Probleme. Klar, man versucht manchmal eine Story mehr oder weniger neu zu erzählen und an sich gibt es paar nette Dinge, aber von dem, was ich etwa von dieser Show gesehen habe, passt das irgendwie nicht. Natürlich ist das ein neuer Kanon, natürlich müsste man andere Dinge machen und eher mehr eine neue Interpretation von ein paar der bekanntesten Dinge erzählen, aber meiner Meinung nach passt der Lego-Movie-Style nicht wirklich etwas zum Storytelling von Ninjago. Ninjas sind ganz cool und das hätte man auch irgendwie besser etwa umsetzen können, sowohl für Source Material her, als auch etwa im Mix des Styles von den Lego-Movies, die bisher kamen. Denn der Style stört irgendwie wirklich und passt auch einfach nicht. Dass man diese IP etwa adaptiert hat, ist mal etwa ein kreativer, vielleicht auch mutiger Move. Ich weiß jetzt nicht, wie beliebt etwa diese IP war zu der Zeit, aber anscheinend sehr beliebt, um etwa einen Film zu kriegen. Aber ja, er hat irgendwie nicht etwa so diesen Spirit, wo man etwa sagt, ja, dieser Film macht Spaß. Ja, dieser Film ist ein Liebesbrief, sowohl zum Source Material, als auch macht dieser Film etwas Neues. So wie es beim Lego Batman Movie der Fall war. Hier haben wir das leider nicht und es ist wirklich schade. Es ist eigentlich ein netter Versuch, aber sowohl die Voice Actor, sowohl ein paar der Charakteristiken der Charaktere und Co. sind wirklich mehr oder weniger nicht so gut gemacht worden. Und es sollte eigentlich eher mehr ein Ensemble-Piece sein, statt sich etwa zu sehr zu fokussieren auf den Main Ninja, mehr oder weniger Lloyd. Denn die anderen kriegen etwa wirklich wenig Spotlight und ich habe keine Ahnung, wie deren Charaktere sind. Ich weiß nur, dass dieser eine Roboter-Ninja etwa gefühlt einfach nur wie ein Roboter agiert. Was auch irgendwie seltsam ist, aber whatever. Keine gute Adaption und auch keine gute Neuadaption. Aber hey, die Animationen sind pretty, also Die frühere Ära von diesen zwei Warner Brothers Animation Filmären war eine wirklich seltsame Ära und das zeigt vor allem etwa Osmosis Jones. Osmosis Jones ist ein Film, wo ich zwiegespalten bin. Nicht nur hatte dieser Film mehr oder weniger zwei sehr verschiedene Directors für zwei sehr verschiedene Abschnitte dieses Filmes. Nicht nur hat dieser Film Potenzial, aber auch sehr verschenktes Potenzial und ist an manchen Stellen wirklich nicht so einfach zu schauen. Nicht nur ist dieser Film sehr seltsam, aber dennoch irgendwie ikonisch. Also, was ist etwa der Deal mit Osmosis Jones? Was mag ich nicht? Um die Story kurz etwa zu erklären,
erklären. Es gab 2 Filmhälften mehr oder weniger. Einmal die animierte Hälfte, die von einem Director gemacht worden ist und von einem Team. Und einmal die Live-Action-Passagen mit Bill Murray, die vom anderen Director gemacht worden sind. Und die sind vom Style her sehr classy. Per se würde das vielleicht etwa funktionieren. So als Ensemble-Directors-Filme gab es jetzt schon vorher mit Four Rooms und so weiter, die sich sehr verschieden haben mit den verschiedenen Szenen und Directors und so weiter. Aber meine Güte, ich bin persönlich kein großer Fan von den Bill Murray Segments. Sie sind einfach nur Crossout for the sake of it. Und wie schon oft erwähnt, Crossout ist per se kein schlechter Sinn für Humor, aber das muss etwa wirklich für diese Welt, für diese Charaktere passen. Und auf Moses Jones passt es halt null. An sich ist es etwa dennoch ein sehr interessantes Konzept und hilft etwa diese Körperwelt etwa mehr auszuflächen, auch etwa von dem Äußerlichen, was mehr oder weniger ja das Äußerliche ist. Aber diese Segments von Bill Murray haben null gepasst, haben null was dazu geaddet und waren einfach nur Crossout einfach. Und wirklich lästig Crossout dazu noch. Das ist weder lustig, weder interessant, noch wirklich erwähnenswert. Die Animationspassagen von diesem Film dagegen sind deutlich interessanter. Die Welt von Osmosis Jones hat etwa was sehr Interessantes und die Charaktere sind per se eigentlich wirklich charmant. Klar, auch dieser Film hat mehr oder weniger gelitten von den Charakteren, die etwa mit Celebrity Voice Cast etwa etabliert worden sind, aber die haben jetzt nicht so stark gestört und haben einen okayen Job gegeben. Und an sich, die Story in dieser Animationswelt ist wirklich interessant gestaltet und hat eigentlich wirklich viel Potenzial. Wird dieses Potenzial wirklich etwa ausgenutzt zu einem Gänzen? Eher weniger, aber es gab sogar etwa eine TV-Show, auch wenn dieser Film mehr oder weniger gefloppt ist, die etwa das irgendwie versucht, ein bisschen mehr auszuflächen. Und an sich denke ich, dass Osmosis Jones als TV-Show sein Konzept wirklich besser nutzen kann. Versteht mich nicht falsch, der Film war charmant an sich und war auf jeden Fall nicht schlecht, aber allein schon für diese Bill Murray Segments hat es sich eher weniger gelohnt. Aber gut, es war ein interessantes Experiment, würde ich mal sagen. Teen Titans Go to the Movie. Ein Film basierend auf den Teen Titans Go Cartoon von Cartoon Network. Ein mehr oder weniger Pseudo-Spin-Off zu den originalen Teen Titans Go Cartoon, der super beliebt ist und wirklich einfach nur eine sehr große Fanbase hat. Und natürlich da etwa Teen Titans Go, was definitiv anderes etwa erzielen will, hat es etwa für eine lange Zeit eher mehr als Punching Bag für Cartoon Network fungiert. Per se bin ich jetzt nicht so ein großer Teen Titans Fan, sowohl von den Comics nicht, sowohl von den Original-Cartoon nicht und vor allem nicht von Teen Titans Go. Zugegeben habe ich etwa beide von diesen nicht etwa ganz gesaut und nur ein paar Episoden gesaut. Aber Teen Titans Go to the Movie, was nicht nur etwa ein dummer Titel ist ganz okay. Er hat paar charmantvolle Szenen und bleibt natürlich den Animationsstil treu zu der Show, aber ist natürlich ein bisschen mehr High-Budget. Wir wissen alle, wenn etwa ein Cartoon zu der großen Leinwand kommt, sei es nun die Simpsons, sei es nun Bob's Burgers oder, ist natürlich etwa die Animation und das Budget definitiv ein wenig besser. Das Lighting ist jetzt nicht etwa 100-mal besser und per se könnte man das vielleicht auf den ersten Blick etwa vertauschen mit einer Episode für das Show, was jetzt kein großes Kompliment ist, aber I guess ist okay. Aber ja, Teen Titans Go to the Movie versucht interessante Ideen aufzugreifen. Es geht um Robin, der sich irgendwie nicht etwa ernst genommen fühlt in dieser Superheldenwelt. Und die Idee per se ist eine wirklich gute Idee. Die hätte sowohl für eine unkombinanteste Version der Teen Titans fungiert, als auch etwa für diese eher mehr comedyhafte Version. Und die Comedy in diesem Film schwankt. Manchmal hat man ein paar nette, wirklich dark Humor-Momente, die wirklich lustig sind. An anderen Stellen hat man etwa ein paar nette, charmante Ideen, zum Beispiel mit den Stan Lee Cameos oder den Stan Lee Witz. Aber an den vielen Stellen wirkt der Humor sehr kindisch. Halt etwa so kindisch, wie etwa auch die Originalshow ist. Und ich weiß, ich bin nicht etwa die Target Audience von der Originalshow, aber selbst die Originalshow, ich weiß auch nicht, für wem die gemacht worden ist. Ich kann definitiv verstehen, warum Leute sowohl diesen Film nicht mögen, als auch die Main Show nicht mögen. Es ist eine große Geschmackssache und für mich sind beide etwa nicht gerade etwa brillant. Aber für das, was es sein will, kann ich etwa Teen Titans Go to the Movie mehr oder weniger verstehen und irgendwie respektieren. Er schafft es, was er etwa als Ziel ansetzt, auch wenn mir etwa eine ernstere Version deutlich mehr gefallen hat, beziehungsweise die Originalshow mir deutlich mehr gefallen hat. Aber naja, gegen Ende dieses Teen Titans Go Film gibt es auch eine kleine Post-Credit-Szene für die Leute, die die originalen Teen Titans mögen, was später etwa in einen Direct-to-DVD-Film gemündet ist, über die wir ja jetzt in diesem Video nicht reden. Bei Holy Shit gibt es so viele Direct-to-DVD oder Direct-to-VSS oder Filme von Warner Bros. Im Animationssektor, weil allein schon Scooby-Doo hat über 40. Aber ja, was ist eure Meinung zu diesem Film? Habt ihr etwa einer der Teen Titans Serien wirklich mal geschaut oder gefeiert? Lasst es mich doch gerne wissen. Wie schon
einen Part über Space Jam: A New Legacy, was immer noch etwa ein verdammt dummer Titel ist für so einen Film. Angeteasert bin ich kein großer Fan vom originalen Space Jam. Ich weiß, kultiger Klassiker. Ich weiß, für viele nostalgisch pur. Für mich ist eher mehr, es ist okay. Den kann man sich einmal geben und der hat etwa ein paar unterhaltsame Dinge und ein paar unterhaltsame Effekte, die natürlich nicht so gut etwa gealtert sind. Aber meine Güte, Space Jam war nie wirklich ein gutes Franchise. Vor allem nicht für die Looney Tunes, aber dazu kommen wir jetzt. Space Jam geht über Michael B. Jordan, der mit den Looney Tunes einen Basketball-Match macht. Gegen Aliens, die etwa die Looney Tunes retten, ihre Welt zu zerstören oder zu übernehmen. Keine Ahnung, ich habe auch nicht etwa aufgepasst bei so einem Film namens Space Jam mit Michael fucking B. Jordan. Und an sich ist Michael B. Jordans Acting definitiv nicht etwa glanzhaft. Immerhin ist er eher mehr auf erster Linie ein Sportler und kein Schauspieler. Also ist das irgendwie noch okay, aber naja. Die Looney Tunes machen zwar hier Spaß und sind deutlich besser etwa platziert und haben deutlich mehr etwa eine Rolle in diesem Film statt etwa in der Fortsetzung, aber auch hier werden sie mehr oder weniger gesidelined. Und das ist wirklich, wirklich schade meiner Meinung nach. Denn die Looney Tunes haben so ein fantastisches Comedy-Potenzial, als auch etwas Storytelling-Potenzial, was irgendwie abseits von Back in Action nicht etwa genutzt worden ist in deren Kino-Outings. Und auch hier haben wir das wirklich nicht. Aber hey, wir haben etwa ein Bill Murray Cameo. Und hey, wir haben auch ein paar andere Dinge. Cool, I guess. Wie schon erwähnt, ein paar der Effekte sind nicht wirklich gut gealtert. Aber die Animation, sowohl von den Gegnern als auch den Tunes, sind wirklich fantastisch einfach nur gealtert. Und wirklich einfach nur more. Aber das ist es ja auch. Auch wenn die Stimmen immer noch etwa ikonisch sind. Und auch wenn dieser Film etwa Lola Bunny etwa hier reingebracht hat ins Looney Tunes Kosmos, gibt's nicht wirklich so viel zu diesem Film zu sagen. Er ist irgendwie spaßig, auf einer attractiven Art und Weise und definitiv kein Film, den man sich etwa mehrfach etwa geben sollte. Denn die Flaws dieses Filmes sind sehr offensichtlich. Sowohl das Directing, sowohl das Composing sind nicht etwa gerade etwa glanzhaft. Aber hey, was erwartet man etwa von einem Looney Tunes Film, wo die etwa mit Michael fucking B. Jordan etwa Basketball spielen gegen Aliens aus einer anderen Galaxis? Es ist eine traurige Idee und das weiß der Film eigentlich auch. Und dadurch ist dieser Film deutlich mehr unterhaltsamer als ein Sequel, was es deutlich mehr etwa ernst nehmen will. Und ein Film wie Space Jam oder irgendein Space Jam Film sollte sich nie zu sehr ernst nehmen. The Lego Movie Part 2. Ein Film, wo ich etwas schon gehört habe, dass viele ihn nicht mögen, manche ihn wirklich sehr mögen und andere irgendwie noch nie was von diesem Film gehört haben. Das Sequel zum ersten großen Debüt von diesem neuen gegründeten Studio und an sich kein schlechter Film wirklich. Meiner Meinung nach ist dieser Film immer noch charmant. Natürlich, der Animationsstil ist immer noch on point, die Charaktere behalten eigentlich ihren Charme und vor allem, wie man die Story weiterentwickelt, ist wirklich interessant. Denn dieser kleine Endgag am Ende des ersten Films wird wirklich durchgezogen und das finde ich wirklich etwa stark zu machen. Und generell diese Apocalypse-Welt, die mehr oder weniger an Mad Max erinnert, wurde wirklich gut umgesetzt worden. Und auch wie man eigentlich mit Duplo und Lego mehr oder weniger spielt, ist wirklich hier clever gemacht. Und ich würde sogar behaupten, dass dieser Film, auch wenn er vielleicht nicht so gut ist wie der erste Teil, sogar mehr mit den Lego-Themes spielt, als der erste Teil das überhaupt gemacht hat. Aber das heißt nicht, dass dieser Film super ist. Ich finde ihn zwar charmant, aber man sieht mal dennoch etwa ein paar Probleme. Er müsste größer, epischer und so weiter werden und müsste noch etwa einen ganz großen Twist etwa reinbringen. Bei meiner Meinung nach funktioniert dieser Twist eher weniger. Und da etwa so wenige diesen Film gesehen haben, müsste ich etwa nicht so sehr über den Twist reden, aber meine Güte, er war nicht wirklich so gut. Und teilweise ein wenig vorhersehbar. Ich weiß auch nicht. Es ist definitiv eine interessante Art und Weise, die Edgy-Phase, wo man etwa eher mehr keinen Bock hat mehr auf Lego anzuspressen, aber meiner Meinung nach definitiv kein toller Twist für so einen Film. Die Schurken sind zwar sehr charmant und die Music Numbers sind wirklich etwa unterhaltsam, sich anzuschauen. Und wie gesagt, man kann mal immer noch mit diesem Film eine gute Zeit haben, aber so gut, so clever, so innovativ wie der erste Teil ist er bei weitem nicht. Klar, die Charaktere sind immer noch charmant. Klar, die Charaktere haben hier etwa keinen großen Growth als etwa im vorherigen Teil. Und so wäre ja auch nicht schlecht per se. Nur die Story leckt an vielen Punkten und der Twist macht irgendwie die Story ein wenig seltsamer. Ich weiß auch nicht, es ist zwar ein charmanter Film, aber mit sehr versenktem Potenzial. Batman Master of the Phantasm ist ein Animationsfilm basierend auf die Animationsserie aus den 90ern über Batman und ist auch einfach nur fantastisch. Sowohl die Serie als auch der Film sind großartig. Ein Muss für Batman-Fans und egal ob man die Animationsserie kennt oder nicht, kann man etwa diesen Film wirklich gut sich geben. Kevin Conrad ist eine fantastische Stimme von Batman, die Stimme von Batman und dasselbe kann man auch eigentlich zu Mark Hamill als den Joker sagen. Ikonische Stimmen, die etwa mit diesen Charakteren einfach nur so gut harmonieren. Und einfach ist es einfach eine sehr, sehr gute Zeit, die man mit diesem Film haben kann. Wie ihr merkt, ich habe mich kurz gehalten, da ich etwas schon genaueres über diesen Film in einem Segment
Ende des Batman-Rankings gesagt habe. Also falls ihr meine genauen Gedanken über diesen Film etwa erfahren wollt, Links zu diesem Ranking in der Infokarte oder so ähnlich. Der Lego Movie war ein Überraschungshit. Nicht nur unter den Kritikern, sondern auch unter dem Publikum. Viele dachten, dass ein Film rein über Lego einfach nur ein großes Product Placement war, beziehungsweise werden würde. Und wie wir alle wissen, der Lego Movie ist deutlich mehr als das. Es ist zwar technisch gesehen auch ein großes, gigantisches Product Placement, allein schon, wenn man sich etwa die Sets anschaut für den Lego Movie, aber meine Fresse ist der Lego Movie einfach nur unterhaltsam. Phil Lord und Chris Miller haben es wieder geschafft, einen so unterhaltsamen, wirklich so guten und spaßigen Film aus fucking Lego zu machen. Natürlich, Lego bietet vieles Möglichkeiten, immerhin haben wir durch Lego den fantastischsten The Transits of Klutz Power Film bekommen, der objektiv gesehen der beste Lego Film aller Zeiten ist, aber dass man etwa einen ganzen Kinofilm über Lego machen könnte, hätten vermutlich die wenigsten geträumt. Und dass er auch so gut sein würde, hätten etwa noch weniger Leute geträumt. Aber hier sind wir mit einem fantastischen Lego-Film, der etwa ein paar Tropes nimmt, wie zum Beispiel den Chosen One, aka den Auserwählten, und das etwas bisschen flippt und das subvertet. Wirklich, die Subversion von der Chosen One Trope ist so fantastisch gemacht worden hier. Die Charaktere rund um Emmett und Co. sind fantastisch gestaltet worden und der Circle dieses Filmes passt einfach sehr gut in das Theme von Lego. Dass man diesen Film auch thematisch gesehen, also themetechnisch her auch an Lego anpassen konnte, ist wirklich eine große Überraschung, aber eine gute Überraschung nonetheless. Und haben wir schon über die Animation dieser Lego-Filme gesprochen? Nein, nun, die Animationen sind fantastisch und vor allem bei diesem Film war es nochmal etwa einen Schritt näher an den Lego-Feel. Es fühlt sich so an wie Stop-Motion, aber es ist natürlich nicht Stop-Motion. Und auch die Credits sind einfach nur genial gemacht worden. Man merkt mal wirklich, dass die Leute dahinter wirklich die Kreativität haben und wirklich die Kreativität fordern wollten. Es ist ein so unterhaltsamer Film, der einfach nur Spaß macht. Und kein Wunder, dass dieser Film mehr oder weniger Warner Bros. Dazu gebracht hat, nochmal es richtig zu versuchen mit einem eigenen Animationsstudio, nachdem das letzte mehr oder weniger in die Eier gang. Und kein Wunder, dass man nach diesem Erfolg, der sowohl ein Publikumsliebling als auch einfach nur ein guter Film war, versuchte mehr aus der Lego-Marke zu machen. Natürlich, wie wir alle wissen, wurde das bisschen gequetscht, aber dieser erste The Lego Movie ist immer noch Gold wert. Und für die Leute, die diesen Film nicht gesehen haben, was macht ihr hier? Es ist bei weitem kein perfekter Film, aber ein so unterhaltsamer, so charmanter, kreativer, kleiner Film, der zu was Größerem geführt hat und für das man etwa ihn teilweise dankbar sein kann, aber teilweise auch nicht, da wir dadurch etwas Talks gekriegt haben. Der Lego Batman Movie ist ein so wunderschönes Liebesbrief an Batman, den Charakter als solches, als auch seine Medien, sei es nun Comics, Cartoons, Filme und so weiter und so weiter. Es ist ein so unterhaltsamer Film und ein so guter Feel-Good-Film mit fantastischen Animationen. Und es ist auch kein Wunder, dass ich diesen Film auf Platz 2 bei meinem Batman-Ranking gerankt habe. Und ich weise immer noch auf dieses Video drauf hin, denn schon in diesem Video habe ich über diesen Film gesprochen, aber in größerer Länge. Also wenn ihr meine genaueren Gedanken zu diesem Film hören wollt, schaut euch doch mal dieses Video an. Looney Tunes Back in Action ist das, was ich etwa wollte von diesen Looney Tunes Filmen. Ich weiß, Space Jam wollte sich eher mehr auf die Sportler fokussieren und das tut es auch mehr oder weniger, aber dieser Film ist wirklich den Looney Tunes gewidmet. Beziehungsweise den zwei Main Looney Tunes, Bugs Bunny und Daffy Duck. Immerhin steht das etwa im Titel, also wäre es etwa disappointing, wenn es nicht so wäre. Aber meine Güte, auch die anderen Looney Tunes wurden so gut hier involviert, auch wenn sie etwa keine so gigantische Rolle spielen und sogar weniger etwa im Spotlight stehen. Und es ist wirklich schade, dass dieser Film mehr oder weniger gefloppt ist zu seiner Zeit, denn dieser Film ist wirklich charmant, wirklich gut gemacht worden und die Animation sowohl von Daffy als auch Bugs, als auch ein paar anderen Charakteren ist wirklich den gelungen. Es gibt ein paar wirklich kreative Ideen, besonders mit den Chase-Scenes, wo zum Beispiel Elmer zu sehen ist. Und wir haben auch etwa als Co-Star Brendan Fraser. Wie cool ist das denn bitte? Brendan Fraser ist so ein charmanter, so ein sympathischer Schauspieler, der seit den letzten Jahren ein kleines Comeback feiert. Und das gönne ich ihm auch wirklich. Denn er hat einfach nur den Charme und ist ein wirklicher Schauspieler in so einer dieser Looney Tunes Live-Action-Hybrid-Filme. Wer hätte das gedacht, dass es etwa funktionieren könnte? Und selbst etwa die kleinen Scenes, wo man etwa andere IPs zeigt, sind wirklich gut gelungen. Zum Beispiel gibt es eine Szene, wo wir etwa die Daleks sehen von Doctor Who. Also ist das noch mehr ein Plus für mich. Und es gibt auch andere Szenen, wo wir etwa den Darsteller der 2000er Live-Action Scooby-Doo-Film sehen, wie etwa mit
seinen Animations-Counterparts redet, also Scooby und Shaggy. Das ist wirklich charmant gemacht worden. Und generell, dieser Film kann man am besten beschreiben mit, der ist so verdammt charmant. Und es ist wirklich einfach nur tragisch zu sehen, dass dieser Film mehr oder weniger ein Ende für die Hybrid Looney Tunes Filme gewesen ist. Denn wenn man sowas gemacht hätte mehr, dann denke ich wirklich, dass man wirklich vieles mit den Looney Tunes gemacht hätte in der Moderne. Klar, wie schon erwähnt, wir haben was etwa von den Looney Tunes gekriegt in der Moderne, mehrfach. Aber ich weiß auch nicht, es wäre schön, wenn etwa die Looney Tunes auch eine gewisse Präsenz im Kino hätten. Zumindest ist es meiner Meinung nach. Ich mag die Looney Tunes wirklich sehr. Und dieser Film strahlt einfach nur vor den Charme der Looney Tunes. Vor allem von Bugs als auch Daffy, der hier definitiv der Scene-Stealer ist. Also wenn ihr diesen Film schon lange nicht mehr gesehen habt, beziehungsweise noch nie gesehen habt, empfehle ich ihn wirklich euch. Vor allem wenn ihr die Looney Tunes mögt, große Empfehlung meinerseits. Aber kommen wir doch mal zum nächsten Platz. Kommen wir wohl zum bekanntesten Warner Bros. Animation Kinofilm. Und zwar der Iron Giant, beziehungsweise der Gigant aus dem All. Ein Kultklassiker und eigentlich einer der absoluten Lieblingsfilme von vielen. Und meiner Meinung nach, zwar finde ich den Film nicht so stark wie manch andere Werke von Brad Bird, der hat etwa auch Incredibles gemacht später und Ratatouille, was einfach nur grandios ist. Aber ich würde lügen, wenn ich etwa behaupte, dass dieser Film nicht etwa fantastisch einfach nur ist. Die Geschichte um einen Gigant aus dem All ist wunderbar. Und es fuckt einfach nur ab, diese Ikone etwa oft zu sehen, in etwa einfach ein Nostalgie-Use. Sei es nun in Ready Player One, sei es nun etwa in Space Jam in New Legacy oder auch sogar Multiverso. Aber da verstehst du es irgendwie. Es ist ein ikonischer Charakter mit einer so interessanten Idee und einer so interessanten Prämisse. Was ist, wenn etwa eine Pistole bzw. eine Waffe eine Seele hätte? Das war die Prämisse von diesem Film, die mehr oder weniger Brad Bird gepitcht hat. Und was für eine Prämisse, die wirklich fantastisch umgesetzt ist. Nicht nur sind die Animationen top-notch, nicht nur sind die Animationen beim Giganten, der mehr oder weniger 3D ist, top-notch, nicht nur das Voice-Acting grandios, nicht nur ist die Story einfach nur wunderbar und einfach nur gut-punching, aber es ist auch einfach nur ein wundervoller, wunderschöner Film. Es hat schon etwa einen Grund, warum dieser Film so beliebt ist und meiner Meinung nach zu Recht. Es ist zu Recht ein Kultklassiker und es ist wirklich etwa eine Tragödie, dass dieser Film auch mehr oder weniger gefloppt ist. Was wir zwar etwa heutzutage als Kultfilm, als Klassiker, mehr oder weniger modernen Klassiker ansehen, ist leider etwa auch etwa ein Kinoflop gewesen. Und das ist wie gesagt wirklich schade. Denn genauso wie ein anderer Film, zu dem wir später kommen in dieser Liste, hat dieser Film wirklich gezeigt, was Warner Bros. Animation zu der Zeit eigentlich imstande war und eigentlich gemacht hätte können. Ein Film, der definitiv etwa von seinem Creative Head etwa getroffen worden ist und das zum Besseren. Was kann ich denn etwas zu diesem Film sagen, was nicht etwa gesagt worden ist? Ein wundervoller Film und wenn ihr ihn noch nie gesehen habt, bitte gebt ihn etwa ein Watch. Ich sag's euch, ihr werdet das definitiv nicht bereuen. Wie schon bei dem Ranking üblich ist, gab es immer auf den ersten Platz mehr oder weniger einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Sei es nun Ratatouille, sei es nun das charmante Wall-E, sei es nun etwa Kung Fu Panda 2. Und auch hier ist das keine Ausnahme. Cats Don't Dead ist fantastisch. Es ist fucking grandios und einfach nur super. Aber lasst es mich erklären. Vermutlich haben die wenigsten überhaupt von Cats Don't Dead hierzulande was gehört. Und das ist wirklich eine Tragödie. Aber gut, der deutsche Filmtitel ist auch nicht so dolle und meiner Meinung nach auch nicht etwa wirklich erwähnenswert. Aber lasst euch etwa nicht von diesen deutschen, wirklich Kacktitel etwa überzeugen, dass dieser Film nicht gut ist. Denn dieser Film ist so charmant, so unterhaltsam und hat so viel Charme einfach nur. Es fühlt sich wirklich so an, als hätte mal mehr oder weniger eine Hollywood-Kritik genommen und die mehr oder weniger im Style von Animaniacs, einer alten Warner Bros. Show aus den 90ern gemacht. Die Music Numbers sind fantastisch einfach nur und wirkliche Banger. Die machen sogar Konkurrenz für ein paar der besten Tracks von den ganzen Renaissance Disney-Filmen. Und das ist schon wirklich ein großes Lob. Auch das Voice Acting ist wirklich fantastisch einfach nur gemacht. Die Charaktere haben so viel Energie einfach nur. Und die Animationen sind einfach nur so fluid. So verdammt fluid und so verdammt wundervoll. Und hey, wir haben einen wieder 2D-Animationsfilm, der zwar im Sinne vielleicht etwa für den einen oder anderen auf den ersten Blick so wirkt, als würde man etwa Disneys Erfolgsformel aus den 90ern kopieren. Aber meiner Meinung nach ist dieser Film so eigen, so charmant und so interessant. Es gibt viele interessante Dinge, die dieser Film anspricht. Und es ist auch eine wirklich unterhaltsame Kritik auf Hollywood und das ganze Business, was Hollywood hat. Es ist korrupt, das wissen wir alle, aber meiner Meinung nach präsentiert dieser Film das so unterhaltsam und so spaßig. Also nicht, dass Hollywood korrupt ist, sondern wie dieser Film das Ganze präsentiert. Also versteht mich nicht falsch darüber. Aber wirklich, dieser Film ist so fantastisch einfach nur. Die Charaktere wirken vielleicht auf den ersten Blick wirklich stereotyphaft, vor allem der Main-Charakter, aber meiner Meinung nach ist er so charmant und erinnert mich an so einen Charakter wie
wie Wonder Over Yonder. Und falls ihr mein Video über Wonder Over Yonder gesehen habt, dann wisst ihr eigentlich auch, dass es etwa wirklich dieses Show mag. Und auch dieser Film sprüht einfach nur von guter Atmosphäre, gute Unterhaltung. Und der ist einfach so verdammt gut gepaced. Ich muss zugeben, ich war wirklich schockiert, als ich gesehen habe, wie kurz dieser Film ist. Denn dieser Film hatte sehr viele Goals, aber hat die wirklich alle gut etwa beim Ende gebracht. Und das mit nur 75 Minuten, was eine sehr kurze Runtime ist, aber meiner Meinung nach etwa die perfekte Runtime für so einen Film. Generell muss es zugeben, dass manche Filme ein wenig overboard gehen mit der Länge und sowas zu sehen ist wirklich erfrischend. Und der Artstyle, more. Wie gesagt, erinnert mich stark etwa an die originalen Animaniacs und das ist wirklich ein großes Lob. Also falls ihr diesen Film nicht geschaut habt, bitte schaut ihn. Aber das war's auch von mir. Ich glaube, das war mal so ein Ranking, was eher mehr weniger Leute gemacht haben. Selbst im englischen Bereich habe ich sowas noch nie gesehen, aber natürlich war es bestimmt nicht der erste. Schreibt doch gerne in die Kommentare, was ihr über die Warner Bros. Animationsehren dachtet und was ihr über diese Filme dachtet. Das würde mich wirklich interessieren. Besonders bei diesem Studio muss ich sagen, dass der Mix sehr mäßig ist. Denn wir haben sehr viele Franchise-IPs, die schon vorher etabliert waren und ein paar neue IPs, die öfters mal besser waren als diese Franchise-IP-Filme. Aber dennoch würde mich interessieren, was ihr etwa dazu sagt. Und vor allem, bitte schaut Cats Don't Dance. So ein fantastischer Film. Und auch natürlich, wie auch bei den anderen Rankings, paar Worte nochmal zu dem Studio. Und da es sich mehr oder weniger um zwei separate, in Anführungszeichen handelt, paar Worte zu den jeweiligen. Während etwa das neue Warner Bros. Animation Studio definitiv okay und solide Werke macht und paar Bangers mal hat mit den Lego-Filmen, muss ich zugeben, dass das alte Warner Bros. Animation definitiv sich mehr getraut hat und manchmal wirklich was wirklich Fantastisches machen konnte. Iron Giant, Cats on Dance und selbst Osmosis Zones waren wirklich interessante Experimente, die definitiv nicht in der Norm passten und wirklich etwa den Studio eigentlich einen Glanztitel gegeben hätten. Während das neue Warner Bros. Animation vor allem mit ihren Original-IP-Filmen sehr gesenkt haben, sei es nun Stork, sei es nun Smallfoot, die per se etwa okaye Ideen haben, aber keine Ideen haben, beziehungsweise Prämissen, die etwa einen ganzen Film tragen können. Und die IP-Filme definitiv nicht wirklich verstehen, was diese IP-Filme mit den originalen IPs etwa neu machen können. Sowohl Tom und Jerry, sowohl Scooby-Doo, sowohl Looney Tunes wurden nicht wirklich gut genutzt in den neuen Filmen. Ich habe auf jeden Fall immer noch Hoffnung, dass sich etwa da was ändern kann. Und ich hoffe wirklich, dass Warner Bros. Nicht nur etwa auf IP-Filme setzt, wie zum Beispiel Paramount Animation ab jetzt, denn ich denke wirklich, es hätte Potenzial. Und es wäre doch auch mal schön, nach Sony Animation, nach Paramount Animation, auch noch Warner Bros. Ein kleines Comeback zu sehen in der Animationsfilmbranche. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Wenn euch solche Videos gefallen, vielleicht lasst doch mal etwa ein Abo da. Das wäre ganz schön. Gott, ich klinge immer noch so cringe, wenn ich das mache. Und mit diesen Worten, wir sehen uns, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!